Herzlich willkommen bei Bewusst TV, liebe Zuschauer. Ich habe wieder Harald Krautz-Feller hier bei mir und wir haben schon mal gesprochen neulich über über all die Arten und Weisen, was alles in unsere Atmosphäre eingebracht wird und aus welchen Gründen. Stichwort Chemtrails, da bist du ja wirklich ein Experte inzwischen. Wir konnten da aber nur ganz kurz anreißen, es gibt ja eine Ebene, eine Dimension jenseits der umweltschützerischen, militärischen, politischen Machtmissbrauch, die nochmal sehr heftig ist und wo du mir gesagt hast, das will ich eigentlich erst veröffentlichen, wenn ich auch weiß, was man tun kann, um das sozusagen, um dem etwas entgegenzusetzen. Und jetzt ist offenbar der Punkt gekommen. Also, erzähl. Ja, der Punkt ist Gott sei Dank gekommen. Ich weiß nicht, inwieweit Leute den Himmel beobachtet haben, aber es gibt immer diese niedrig fliegenden Flugzeuge mit extrem fetten Kondensstreifen hinten dran, wo man ja eigentlich sagt, das ist eine Sache, die passiert immer auf 8.000 bis 10.000 oder 15.000 Metern oben, dass es zu kalt und zu feucht wird, um die Kondensstreifen verschwinden zu lassen. Und plötzlich habe ich Flugzeuge, die ich mit bloßem Auge richtig fett sehen kann, die ganz niedrig fliegen, relativ langsam und insbesondere über Wassereinzugsgebieten und über Großstädten ihre fetten Streifen kreuzen. Und ich meine, das passt überhaupt nicht in die ganzen Bilder der Ausreden, die man so hört von den Leuten, die immer noch behaupten, es gäbe das nicht. Und es ist auch wirklich ein anderes Thema als die Themen, über die ich damals sozusagen für mich das Geoengineering entdeckt habe. Ich habe mir angeguckt, die Militärtechnik, was wird an Nanopartikeln im militärischen Bereich eingesetzt, wo es gar nicht um Klima geht, sondern um Radarreichweitenverlängerung, Luftraumüberwachung, Raketenschild und so weiter und so fort. Und dachte eigentlich, ich bin mit dem Thema fertig, so alles durchleuchtet und halbwegs verstanden, was die Leute da wollen. Und dann habe ich eigentlich durch Zufall eine Übersetzung angenommen gehabt. Das war von Cara St. Louis Farrelly, der Roman Crosswalk aus dem Englischen. Ins Deutsche ist jetzt als Die Sonnendiebe. Ja, Cara hatten wir ja auch schon hier. Ja, Cara war hier. Ach, du hast das übersetzt? Ich habe die Übersetzung das wusste ich zum Beispiel gar nicht, War mir nicht bewusst. Und da ist eben in diesem Buch ein ganz anderer Aspekt mit reingekommen. Die Partikelplasmen, also die Nanopartikel, gibt es auch in dem Buch, aber was es eben gibt an zweiter Stelle, ist etwas, was sie nicht betitelt in dem Buch. Also sie beschreibt es nur visuell, dass es halt so kleine, sich selbst replizierende Fäden sind. So wie Spinnenweben? Wie Spinnenweben. Und sie sagt ziemlich genau, dass es darum geht, DNA-Signaturen in Funkwellen zu verwandeln. Also DNA-Signaturen, also du meinst die Information. Also DNAs tauschen ja Licht aus als Biophotonen bidirektional. Und wenn ich diese Signale kappe und in so eine Faser reinlenke, dann wird diese Faser ein Funksignal rausschicken, was wie ein Fingerabdruck für die spezifische Lichtkommunikation des einen Menschen ist. Das heißt, die genetische Information, so wie beim Telefon, am einen Ende spricht die DNA rein und diese Fasern sind dann praktisch eine Möglichkeit, diese Information umzuwandeln und das macht das transportierbar, oder? Das strahlen wir als Funksignal permanent ab und sind damit auf den Radaranlagen der Geheimdienste jederzeit, Cara sagt, bis 800 Meter unter der Erde ortbar. Dreidimensional. Individuell. Also dank meiner DNA kann man mich dank dieser Spinnwebstrukturen orten. Okay? So weit geht das Buch. Ja. Zu sagen, das ist die Aufgabe. Auch schon gruselig. Gruselig, ja. Im Buch wird eben auch über die anderen Komponenten vom Smart Dust geredet, wo dann halt Nanothermit in die Lungen reingebracht werden, sich im Körper anreichern und wenn jemand mal zu unbequem wird, dann wird er halt kurz per Knopfdruck in die Luft gejagt. Individuell oder, Husten hilft da nichts, sorry. Das ist, so weit geht das Buch. Und ich war dann natürlich irgendwann neugierig und dachte, ich will jetzt wissen, wie hängt das zusammen? Ja, wie hängt das zusammen mit den normalen Nanopartikeln? Gibt es da
duale Verwendung von denselben Partikeln in beiden Systemen. Das war so die erste Fragestellung, weil man weiß ja, diese Fäden, wenn man einmal guckt, wo finde ich die? Ich finde die als Morgellons in der Medizin. Komische Krankheit, offiziell nicht anerkannt, obwohl inzwischen 300.000 Leute weltweit mit schweren Symptomen da niederliegen. 300.000 bekannte Morgellon-Kranke gibt es. Ja, gemeldet. Morgellon sind ja die, wo dann auf einmal diese kleinen spinnwebartigen Strukturen aus dem Körper rauskommen. Genau. So, das, das ist das, was man kennt. Es gibt andere Aspekte von der Krankheit, die haben wir jetzt erstmalig offengelegt. Das, was man kennt, sind die blauen und die roten Fäden. Und der letzte Punkt quasi bei der Erforschung der Nanopartikel, die von den Militärs hergestellt werden, war die Überlegung, dass wenn ich Aluminiumoxid-Nanopartikel ziehe, in Sprühpyrolyse, in Triebwerken, was die ja machen, und kleine Mengen von Chrom beigebe, dann kriege ich halt Rubin, und Eisen und Titan kriege ich Saphir. Und das ist halt auch blau und rot. Und dieses Spiel mit den Farben taucht in der Militärsprache auch auf. Es gibt Blue Grid, Red Grid als Terminus für irgendwas. Ich bin irgendwie auf diese Farben aufmerksam geworden und konnte auch nicht genau sagen, warum machen die diese verschiedenen Varietäten von Aluminiumoxid-Nanopartikeln. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber wahrscheinlich war es auch einfach nur mit geschlossenen Augen einmal irgendwo längs laufen, man kommt wo an, hätte auch anderswo langlaufen können. Auf jeden Fall habe ich das in irgendeiner Form in Verbindung gesehen mit den roten und blauen Morgellons, ja, und wollte gucken, ob genau diese Nanopartikel sich auch in den Pilzmyzelen von alleine anreichern. In welchen Pilzmyzelen? Also die Morgellons sind Pilze von der Biologie das hattest du noch her. nicht gesagt. Genau. Und also jetzt allgemein ein Pilz, nehme ich mal einen Champignon, der durchwuchert ja den Waldboden, so als feines Flechtwerk. Und wenn er sich vermehren möchte, dann findet er so einen Punkt. Das Flechtwerk findet sich dort zusammen, bildet eine braune Knuddelknospe und aus der sprießt dann der Fruchtkörper, der dann oberirdisch den Pilz macht. Und das Myzel ist eben dieses relativ orientierungslose Flechtwerk, was sich netzartig verbindet. Und das entspricht jetzt bei den Morgellons diesen Hohlfasern, diesen blauen und roten Hohlfasern. Das heißt, die Morgellonische Krankheit ist praktisch eine Pilzerkrankung, eine Verseuchung mit einem Pilz. Und das habe ich schon beim Brot gelernt als Kind. In dem Moment, wo man die Fruchtkörper sieht, ist schon alles mit den Myzelien durchzogen. Genau. Die sind auch beim Champignon, das ist ja das, was man sieht als Pilz, ist ja immer nur dieser Fruchtkörper, und alles ist also dann durchseucht. Ja. Und die Fruchtkörper bilden sich im Magen-Darm-Trakt und bei Frauen im Uterus. Und haben 28-Tage-Zyklus, werden so im Magen-Darm-Trakt bis 3 Zentimeter groß etwa. Und sehen aus wie Champignons, oder? Sehen aus wie menschliche Embryos in der 20. Schwangerschaftswoche. Oh Gott. Jetzt weiß ich, warum du so leise sprichst. Ja, die Bilder sind nicht schön. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, die zu zeigen. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Es gibt ein paar Insektenmerkmale in der Morphogenese, die jetzt nicht wirklich wie ein menschliches Embryo aussehen. Also da ist noch irgendwas anderes mit drin. Moment mal, nur dass ich das verstehe, denn wenn ich es nicht verstehe, verstehen die anderen das wahrscheinlich auch nicht, hoffe ich mal. Diese Menschenähnlichkeit der Fruchtkörper, die hängt damit zusammen mit dem, was du vorhin auf der technischen Ebene erzählt hast, dass diese Hohlfasern die genetische DNA-Information aufnehmen. Habe ich das richtig verstanden? Also es gibt aus dem Bereich der Landwirtschaft gibt es Mykoinsektizide. Das sind Pilze. Mykoinsektizide. Das sind Pilze, die befallen gerne Insekten. Ja. Und die werden, das ist eine Lieblingsbeschäftigung in der Gentechnik, dass die halt diese Pilze so genetisch modifizieren, dass sie über die Maßen aggressiv werden. Und damit kann man dann halt, keine Ahnung, eine Orangenplantage von irgendeinem Spinner freihalten, der sonst die Orangen aufisst oder die Orangenblüten. Ja. Ich kenne das bei den Fliegen, da gibt es ja diese Krankheit, wo die dann so überall so Fäden haben, kleben an der Scheibe, und es wächst praktisch der Pilz aus ihnen raus. Ja. Genau. Und diese Pilze sind halt sehr gut erforscht.
Und wie es aussieht, macht der Morgellonische Pilz etwas Ähnliches, weil die Mykoinsektizide haben die Fähigkeit, die komplette Wirts-DNA in das Pilzgenom einzubauen und den Fruchtkörper des Pilzes in der Form des Wirts zu bauen. Inklusive, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt halt auf Insekten gehe, dass der die Chitinpanzer als körpereigen noch erkennt, der Pilz. Und die Flügel noch sitzen am Ort. Und alles sozusagen, was das Insekt an Überresten übrig lässt, das wird noch schön mit eingebaut in die Pilzform, weil es über diese Assimilation der DNA als körpereigen anerkannt wird. Das leuchtet mir insofern ein, weil ich flechte das jetzt deswegen ein, weil wenn ich nicht in meinem Biologiestudium gelernt hätte, dass Pilze die Lebensform sind, deren genetische Mechanismen unglaublich vielfältig sind und weit über dieses männlich-weiblich hinausgehen und wo es eben auch Formen gibt, dass sich mehrere Zellen miteinander vereinigen und wo sozusagen so diese Spielwiese des genetischen Austausches, das sind eigentlich, habe ich in meinem Studium gelernt, das sind die Pilze und es hat mich damals total fasziniert, dass es jenseits von Mann, Frau noch so viele andere Formen von genetischem Austausch geben soll. Und insofern leuchtet mir das sehr ein, während ich sonst, wenn ich dieses Studium Wissen nicht hätte, wahrscheinlich denken würde, was hat der geraucht? Okay, ja. Also wer die Bilder unbedingt sehen möchte, die sind in Raum und Zeit veröffentlicht. Also die November-Dezember-Ausgabe 2013 hat den ersten Schub drin und wo es dann dahin geht, zu sehen, dass diese Pilzfruchtkörper sogar zweigeschlechtlich sind mit ausgebildeten Geschlechtsorganen. Ja. Das ist dann in der in der Ausgabe, die dann Ende Februar für den März erscheint. Also jetzt kurz vor Jahreswechsel die eine und dann zum Februar, Ende Februar, März die zweite. Erinnert mich ein bisschen an Stanislav Lems Solaris, wo ja auch eine fremde, überhaupt nicht menschliche Kraft Körper nachbaut, einfach aufgrund der Information. Ja, also ich kann das alles noch in dem Topf halten, der aus der Gentechnik irgendwo bekannt ist. Ja. Und mir war das mit den Fruchtkörpern wichtig, weil diese Geheimdiensttechnik, die dranhängt. Ich habe halt diese plasmoiden Antennen und dann habe ich so hexagonale, kleine, schillernde Körper, die noch die Möglichkeit haben, ganz definierte Frequenzen, also der umgekehrte Weg. Ich habe diesen DNA-Fingerabdruck, der rausgesendet wird. Und ich kann aber auch in Körper Dinge reinsenden. Und für dieses Reinsenden, damit ich mit dem Funksignal definierte Frequenzen ansprechen kann. Dafür sind diese hexagonalen Sporenkörper, die sich auf den Morgellon-Fruchtkörpern bilden und die dann durch den ganzen Körper wandern. Danach. Das heißt, du sagtest ja vorhin schon bidirektional, nicht nur die Information meiner eigenen DNA geht raus, sondern es kann auch in meine DNA Fremdinformation auf diesem Wege eingeflößt werden. Genau, oder? Es sind im Prinzip zwei Dinge. Ich habe die Lokalisierung, die Ortung, die Überwachung von Personen, die ich einfach identifizieren kann. Und dann kann ich natürlich auch Gemütszustände identifizieren und aufnehmen. Also ich kann sehen, ob jemand wütend ist, weil dann wird er halt im Chakrensystem ist rot halt, die Wut rot unten. Ja, dann werde ich halt ein Überangebot an roten Signalen an der Stelle haben. Ja, durch die Morgellons die roten Morgellon-Typen werden dann halt verstärkt senden auf ihren spezifischen Frequenzen. Und wenn ich jetzt reingucke in Interviews mit den Leuten, an denen dieses System getestet worden ist, quasi die ersten Versuchsgrüppchen in den Staaten, da sind einige Leute darauf aufmerksam geworden, was sie da durchlaufen haben und haben dann relativ frei darüber gesprochen, hinterher vor laufender Kamera. Geht das eben so weit, dass es wie mit Tape-Recordern aufnehmbar ist, also eine beliebige Gefühlsbewusstseinssequenz kann ich rekorden von dem, was abgestrahlt wird und kann sie einem anderen Versuchskaninchen einspielen und er wird dann Bewusstseinszustände durchleben, die gar nicht sein eigen sind, aber sie als sein eigen empfinden. Also das sind die beiden Aspekte von diesem System und da spielen eben in der reinen Forschung zwei Nanorobots nennt man die dort eine Rolle. Das sind eben diese plasmoiden Antennen in der reinen Forschung auf Carbon-Hohlfasern
basiert und eben so hexagonale, geschichtete Glasplättchen mit Farbstoffen dazwischen. Das sind die beiden technischen Einheiten, die in der transhumanistischen Forschung zu diesem Zweck entwickelt worden sind. Transhumanistische Forschung bedeutet Mensch-Maschine irgendwie? Genau, das sind die Leute, die gerne Mensch und Maschine eng vernetzen möchten. In der Propaganda immer, um dem Mensch den Zugriff auf Google zu vereinfachen. Letztendlich geht es aber darum, den Computer über den Menschen zu stülpen und den Menschen durch eine Maschine kontrollieren zu können. Das ist das, was letztlich unten drunter... Matrix-mäßig. Also wenn man sich die Technik im Detail anguckt, was sie kann, auf Google kann ich damit nicht zurückgreifen, definitiv gar nicht. Aber ein Funksignal kann auf mich zugreifen, wenn ich das Zeug in mir habe. Also in der transhumanistischen Forschung ganz offiziell mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen so annonciert, so geht es. Und wenn ich mir jetzt die Morgellonsche Krankheit angucke, habe ich da keine Carbon-Hohlfasern, sondern das Myzel, was irgendwann stirbt und plastikartige Röhrchen hinterlässt, die mit genau den gleichen Farbstoffen und Quantum-Dot-Substanzen gefüllt ist wie in der transhumanistischen Forschung. Und eben die Fruchtkörper von den Morgellons bilden Sporenkörper, wo auf der einen Seite wieder neue Morgellons rauswachsen, auf der anderen Seite sind diese hexagonalen Sporenkörper identisch mit den Hexagonal Plasmonic Photonic Crystals in der transhumanistischen Forschung. Also die da in der transhumanistischen Forschung aber künstlich produziert werden. Genau, da werden sie quasi maschinell fabriziert, montieren sich selber zu Paketen, ziehen die Farbstoffe rein. Aber es ist genau das, also man kann es übereinander legen, es ist deckungsgleich. Nur, dass ich jetzt den Überblick behalte. Es gibt ja Leute, die sagen, das, was bei den morgellonschen Leuten dann rauskommt, diese feinen Fasern, das ist das, was auch vom Himmel regnet, sozusagen über die Chemtrails. Du sagst aber, ja, und es gibt auch noch diesen Pilz, der praktisch diese Strukturen als seine natürlichen Myzelien herstellt, und wenn er abstirbt, dann hat man lauter solche pilzgemachten Röhrchen im Körper, oder was habe ich da also jetzt? Ich gehe mal davon aus, dass von den Flugzeugen direkt das Myzel abgeworfen wird. Also dass das auch gar keine synthetischen Strukturen sind, sondern dass das schon Pilzmyzelien sind, die da und die sind lebensfähig, also Pilze können ja auch Sporen bilden und dann, können die auch überdauern, ne? Okay. Genau. Also ich gehe davon aus, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ausschließlich so ist. Es gibt eine wunderschöne Analyse aus Harvard von einer Universitätsmitarbeiterin, die hat das mal aus der Luft gefischt und im Nanolab untersucht. Und da steht halt nur Hohlfaser auf Carbonbasis. Ob das jetzt ein trockenes Myzel war oder eine künstliche Struktur, konnte man da nicht so genau draus erkennen. Ich denke, sie hätte eigentlich Pilzmyzel sagen müssen, wenn es denn eins war. Also ich kann es nicht genau sagen. Hohlfaser auf Carbonbasis trifft auch für einen Strohhalm zu. Eben. Vielleicht hat sie einfach nicht damit gerechnet, dass es sich um etwas anderes als dass es sich um eine lebendige Biostruktur handeln könnte. Ja, also von der anderen Seite gedacht, wenn ich was habe, was selbstreplizierend ist, muss ich weniger sprühen. Warum soll ich das nicht nehmen? Und die Dinger sind verbreitet. Genau die gleichen Teile finden sich auch in der 20-Dollar-Note als Sicherheitsmerkmal drin. Ja, wenn ich die ins UV-Licht halte, habe ich rote und blaue Fäden. Das ist der gleiche Mist. Nur mal so als und wer Hinweis, sprüht das jetzt? Wir hatten ja in dem anderen Interview schon mal darüber gesprochen, dass es da Leute gibt, die glauben, der Umwelt was Gutes zu tun, andere, die die Menschen manipulieren wollen, Dritte, die Satelliten, Radar, Kriegsführung irgendwie da im Sinne haben. Auf welcher Ebene befinden sich die, wer ist denn das, die sowas machen? Jetzt kommt wieder meine Lieblingspassage, wo ich dann weit aus dem Fenster raushänge. Also es gibt zwei Dinge. Das eine ist dieser Plasma-Hintergrund. Das ist eine Militärangelegenheit und vermutlich wird da auch unterstützend durch zivile Billigflieger mitgewirkt. Ja, da geht es aber wirklich darum, in Sprühpyrolyse Nanopartikel zu erzeugen.
die den Himmel in Plasma verwandeln. Das hat mit den Morgellons noch nichts zu tun, außer dass ich das als Plasma-Hintergrund auch brauche, um mit Morgellons dann arbeiten zu können im Geheimdienstbereich. Um die Manipulierbarkeit eben zu Genau, einfach als reflektives Medium, damit ich überhaupt irgendwas messen kann, Ja. damit meine Funkwellen in die richtige Richtung gehen, Ja. lenkbar sind und so weiter. Und ich vermute mal, da die Morgellons kalt gesprüht werden müssen, weil ich kann die ja nicht durch 1700 Grad Triebwerk jagen, dass das mit Spezialflugzeugen gemacht wird. Da würde mir als allererstes einfallen die Firma Evergreen aus USA, CIA, im CIA-Besitz, wo einfach Piloten die Zeugenaussage gemacht haben, dass diese Firma genau dies betreibt. Was betreibt? Die haben also große Behälter und haben dass sie halt, also das, was man so Chemtrails nennt, jetzt ohne genau reinzugucken, was drin ist, dass die halt zuständig waren. Normalerweise haben die Flugzeuge gekauft und angeschafft zur Waldbrandbekämpfung, ist auch immer eine Sparte gewesen, aber das haben sie nie gemacht, sondern sie haben diese Tanker halt mit irgendwas anderem befüllt und das vom Himmel gesprüht in den USA. Das ist Evergreen International und die Piloten, also ein Pilot hat dann im SUF auch mal ausgesagt, ja, wir machen die Chemtrails. Die Sparte ist eingestampft worden vor irgendwann Ende November rum. Hat Evergreen, ich glaube, 7000 Mitarbeiter entlassen an der Stelle und hat damit aufgehört. Was seitdem passiert, weiß ich nicht. Kein Überblick. Ist das jetzt eine gute Nachricht? Ich habe getanzt. Erstmal. Gut, okay. Ja. Das war dieselbe Woche übrigens, wo Ryanair Konkurs angemeldet hat und die Russen entschieden haben, aus dem Internationalen Büro zur Koordinierung der Raketenschirme auszusteigen. Ach. Also da hat es irgendwie einen ganz schweren Bruch in diesem internationalen Flechtwerknetzwerk getan. Dann war für eine Woche, waren die Himmel auch Chemtrail-frei. Ja, ich erinnere mich gut. Ja. Aus den A kamen Jubelmeldungen, sie haben aufgehört und nach einer Woche ging es dann in veränderten Mustern wieder los. Ich denke mal, irgendwo ist da was auseinandergefallen. Wahrscheinlich ist einmal diese Need-to-Know-Pyramide an der Stelle zu brüchig geworden und bestimmte Protagonisten wollten andere Dinge nicht mehr mittragen. Aber das lässt ja hoffen, dass sowas grundsätzlich überhaupt passieren kann. Ja. Ich denke auch, das ist die Lösung, die am nächsten ist. Wir müssen nur alles wissen über alle Ebenen von dem, was dort passiert, in die Hierarchie, in diese Need-to-Know-Pyramide weiterreichen, reinreichen. Man kann sich das sich mal auch ein bisschen witzig vorstellen, wenn der Pilot mal mit dem Statisten gesprochen hat, der gerade den Tank befüllt hat und erfahren hat, was er eigentlich sprüht. Das reicht nach Aussagen von Beteiligten schon für eine sofortige Exekution dieses Piloten, weil der darf das nicht wissen. Ja, so streng ist die Need-to-Know-Pyramide. Ja. Der Pilot weiß nur, welche Maschine er fliegt und die Befehle wohin kriegt er erst, wenn er drin sitzt und auf den Knopf drückt er auch nicht mehr selber. Das heißt, er weiß noch nicht mal, wann er sprüht. In den meisten Fällen. Ja. Okay, und andere betanken und andere, das ist halt völlig Zerhackstück, das keiner weiß. Klar. Und wenn ich in diese Struktur das volle Wissen einfach reinbringe über eine freie Öffentlichkeit, dann müssten die nach ihren eigenen Gesetzen sich eigentlich sofort kollektiv umbringen, allesamt. Oder einfach was anderes machen. Oder es entsteht Zwist. Ja. Und ich vermute mal, dass dieser Wechsel im November mit daran gelegen hat, dass die NSA im Sinne des Pentagon bestimmte Dinge nicht mehr mittragen wollte. Das Pentagon ist ja bekanntermaßen gespalten in White Hats, Black Hats. Und die White Hats hatten keine Lust, in Syrien eine neue Front zu entwickeln. Und die NSA hat wohl die Bestechungsgelder an die Kongressabgeordneten geblockt, um diese Syrien-Resolution da entsprechend im Sinne eines Kriegseinsatzes durchzubringen. Und seitdem hat die NSA jede Menge CIA-gesteuerten Ärger an der Backe, inklusive eines netten Herrn namens Snowden. Ja. Ja, und wird öffentlich zu Schund geritten. Ja, und das ist immer witzig, wie sich die Wahrheiten so verdrehen. Auf der Ebene ist es ja auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen, viel weniger als bei uns, sondern da frisst ja auch einer den anderen. Ich würde gerne jetzt noch mal
zurückkommen auf diese Erkrankung, denn das, was du da jetzt so mit sanfter Stimme angedeutet hast, kann einem ja schon ein bisschen sozusagen das Blut in den Adern gefrieren lassen, wenn man sich auf diese Angststrukturen einlässt. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, werden also Pilzmyzelien vom Himmel fallen lassen, die bei den Leuten, die aus welchen Gründen auch immer, da spielt natürlich die seelische Befindlichkeit sicherlich eine große Rolle, aber auch die Ernährung, die also anfällig sind für Pilzinfektionen, sprich übersäuert, was weiß ich, Schwermetall durchseucht und so. Man kann dann sozusagen infiziert werden, oder wir alle sind vielleicht infiziert, wer weiß, nur in unterschiedlichem Maße können die in uns erblühen und dann bilden sie Fruchtkörper, die sogar auch noch ein bisschen humanoid aussehen, weil eben unsere DNA damit verwurstet wird. Und dann, und was kann man tun? Also das ganze Ding ist sehr sensibel. Also ein gesundes Milieu im Körper, also basisches Milieu ohne Schwermetallvergiftung, haben die keine Chance, sich breit zu machen. Da passiert rein gar nichts. Da kann ich das Zeug fressen und ich werde es wieder ausscheiden oder zersetzen im Körper. Es gibt begleitende Maßnahmen seitens der Industrie, die uns schwächen an der Stelle. Das hat mich nicht Warum werden wir alle so übersäuert? Ne? Genau, also es gibt ganz definiert zwei Sachen von der Monsanto-Seite, die da offensichtlich mit im Boot sind. Das ist Glyphosat. Glyphosat hemmt die Schwermetallentgiftung. Und das sind bestimmte Bestandteile der gentechnisch modifizierten Pflanzen, die als Kraftfutter für die Morgellons. Also da ist irgendwas drin, was die Morgellons brauchen, um das würde auch erklären, warum gegen den erbitterten Widerstand der Bevölkerung diese gentechnischen Sachen so durchgedrückt werden, wo ich mich immer gefragt habe, was soll das eigentlich? Also irgendwas muss doch da noch sein. Es kann doch bis jetzt kein großes Geschäft sein. Und das sind drei Sachen. Einmal die Impfkampagnen, wo sie immer wieder das Quecksilber unten reindrücken und dann wird das weggeklagt als Konservierungsmittel. Und was machen sie als nächstes? Dann nehmen sie diese ganzen schönen Impfbestecke und desinfizieren die mit quecksilberhaltiger Lösung. Dann ist es zwar nicht mehr deklarierungspflichtig im Impfstoff drin, aber trotzdem in der Spritze. Ja. Also das sind diese drei Dinge, dieses Spiel mit dem Quecksilber, was auch die ganzen Lampen. Wenn sie mal kaputt gehen erstmal. Ja. Als Information klar, auch nicht schön, das Licht ist sowieso ungesund, aber jetzt Hauptding mit dem Quecksilber ist halt dieses Beharren auf Amalgam, um uns alle zu vergiften, als einziges kassenärztliches getragenes Gift im Zahn, es gibt diese Schwarzlichtfilme, wo man sehen kann, wie so ein ganz normaler Zahn Quecksilber ausdampft. Ja. Und wenn das ein Gebäude wäre, mit gesetzlichen Richtlinien, wie viel Quecksilber drin sein darf, dann müsste dieses Gebäude in mir sofort gesperrt werden für die Öffentlichkeit. Ja. Aber immer rein damit. Also Quecksilber, Glyphosat und die Gentechnik-Sachen stützen es von außen. Und ansonsten gibt es eine Reihe von Vorerkrankungen auf dem Weg zu einer schweren Morgellon-Infektion. Und das ist KPU, das ist was Angeborenes, das muss man einfach testen. Und wenn man es hat, ist eine Stoffwechselschwäche, dann muss man halt mit Zink und Vitamin B Präparaten gegensteuern. Und das sind Candida-Formen, die Leber ausknipsen in ihrer Funktionsweise. Die ja dank unserer zuckerreichen Ernährung weit verbreitet sind. Genau, der Zucker spielt da mit rein, aber auch ganz stark Antibiotika-Missbrauch, weil normalerweise habe ich ein gesundes Candida-Milieu im Körper, der ist symbiont, solange wir gesund sind und wird erst parasitär, wenn wir den Pilz brauchen, um bei uns reine zu machen. Das ist das Gesunde. Nur wenn ich Antibiotika und Antimykotika nehme, dann töte ich all die gesunden Formen von Candida und breit machen sich die Pathogenen, die in der Lage sind, dem Immunsystem zu entschlüpfen, die sich in roten Blutkörperchen einnisten und camouflieren. Dafür ist es ja praktisch, dass in der Massentierhaltung flächendeckend alles mit Antibiotika zugekleistert wird. Da werden auch die falschen Candida-Formen mit hochgezogen. Also es ist sehr, sehr komplex, das Ding. Und das dritte ist halt Borreliose, die dann oben drauf sitzt. Und wenn ich diese drei Vorerkrankungen nicht habe, dann kann eigentlich nichts passieren. Nur die meisten haben es inzwischen. Also was machen die dann? Und wir haben uns hingesetzt und haben was entwickelt, was dieses Milieu halt wieder
soweit rekonstruiert und pflegt und die Vorerkrankungen an der Wurzel aushebelt. Mit dem Ziel, einfach eine Resistenz gegen diesen Pilz, gegen Morgellons eben anbieten zu können. Und ich kann nicht sagen, dass wir jetzt große klinische Studien gemacht haben, dazu fehlt das Geld. Es wird auch nicht als Medikament auf den Markt kommen, sondern es geht nur als Nahrungsergänzungsmittel, ist ein Infopathikum, also eine Mischung aus radionischen Codes, Zahlencodes, Nosoden, also Homöopathie ähnlich, auf Sohle oder Zeolit gezogen. Zeolit gleich zum Ausleiten von Schwermetallen. Ja. Und das Einzige, was wir schon annoncieren können, das war mein Ziel, als ich mit dieser ganzen Forschung angefangen hatte, hatten wir eine Patientin aus Berlin, die im Sterben lag mit Morgellons. Und ich hatte einen Artikel in der Raum und Zeit, wo auch diese ganzen Bilder zu dem Thema veröffentlicht worden sind und war gebeten worden, doch mal was Positives sagen zu können. Deswegen hat die gesagt, ich bleibe an der Seite dieser Frau, bis sie geheilt ist. Und mit dem, was wir dort entwickelt haben, anhand von den medizinischen Untersuchungen, die gelaufen sind in dem Netzwerk und Interviews mit anderen Schwermorgellon-Kranken zu ihren Vorerkrankungen. Muss man erstmal hintersteigen, was alles so darunter liegt an sonstigen Dingen. Und das war eine Angelegenheit von 3 Wochen, die Frau vom Sterbebett zum Morgellon freizukriegen. Mit Hilfe dieses Informationspaketes, was ihr da entwickelt habt. Und die ganze Entsäuerung, die ja bevölkerungsflächendeckend mit großem Bemühen auch getan wird, ist sicherlich auch gut. Nein, die ist da mit drin. Also die ist gut, die wirkt auch, das ist auch ein zuverlässiger Schutz. Aber die Frage ist, warum bin ich sauer? Ja. Und dieses Infopathikum geht halt an die Ursachen ran. Und ich kann es nur von mir selber sagen, ich hatte auch das Problem mit Candida auf jeden Fall, die da drüber liegende nicht. Ja. Aber Candida war bei mir im System drin. Und ich habe 4-5 Tage Gift und Galle gespuckt aus allen Rohren, dann war die Leber entsäuert. Und dann war das Problem aus der Welt bei mir. Ja. Und entsprechend in der Morgellon-Therapie anekdotisch positiv geht. Anekdotisch ist klar, ihr könnt natürlich da überhaupt nicht... Ist kein logisch. Heilungsversprechen, ist kein Therapeutikum, ist keine Medizin. Ein bisschen leger können wir es handhaben, weil es gibt ja noch nicht mal die Krankheit. Ja, offiziell. Gut, genau. Okay, und natürlich sauer sein kann sich jeder auch selbst an die eigene Nase fassen, hat ja auch wirklich diese seelische Komponente. Wenn ich anderen Leuten nachtrage, was sie mir angetan habe und sauer bin, wirkt sich das eben auch auf meine Körperchemie aus. Vielleicht zum Abschluss. Das Seelische ist natürlich immer ein wichtiger Aspekt und vielleicht anekdotisch, als ich die Bilder zum ersten Mal vorgestellt habe. Das war auf dem Kongress der DGIM, Deutsche Gesellschaft für Energiemedizin in Lindau. War ich ein bisschen nervös, weil erste Mal zum Thema und traf am Abend vorher eine Frau, durch Zufall, die da auch Gast war, also die Gattin von einem der Co-Referenten. Und sie meinte nur so, ja, sie macht Beratung für Schwangere mit einer Diagnose auf Behinderung beim Kind, ob abtreiben oder nicht, indem sie mit den Kindern, den Ungeborenen, spricht. Sie fragt, wie es ihnen geht, ob sie gesund geboren werden oder ob sie behindert geboren werden und ob sie als Seele auch behindert leben wollen oder ob sie lieber gehen wollen. Also rein spirituelle Angelegenheit, eben sprechen mit Ungeborenen. Und ich hatte halt gerade noch ganz lebendig diese ganzen Pilzfruchtkörperbilder im Kopf und sage, hey, kannst du nicht mal mit den Morgellons reden als Volk? So, wer seid ihr, was wollt ihr, warum seid ihr gekommen? Und meinte so, okay, probiere ich. Dann haben wir uns am nächsten Tag wieder getroffen und meinte, total überraschend. Eine durchaus positive Entität. Die Morgellons sind an sich positiv. Und sie werden aber von einer negativen Entität missbraucht. So wie wir. Und dann haben wir so ein bisschen, da kamen ein paar Dinge, die sollte man vielleicht gar nicht sagen, weil sie bezeichnete das mit jüdisch, nicht jüdisch als Polaritäten, was natürlich jetzt im Antisemitismus-Kontext überhaupt heikel, gar nicht geht. Wir haben versucht rauszukriegen, was hinter diesen Metaphern stehen soll und sind dann irgendwann bei Täter-Opfer-Beziehungen gelandet, weil es eben Bevölkerungsgruppen gibt, die schwelgen in der Opferrolle, ja, die jammern gerne und lassen sich gerne beherrschen.
Und andere gibt es, die nehmen diese Verantwortung auf sich, alles zu kontrollieren und alles zu bestimmen. Und natürlich ist die Missbrauchsquote an der Stelle extrem und entsprechend hoch. Ja. Und die These, also was diese Morgellons dann gesagt haben über ihr Volk, sie sind gekommen, um diese Täter-Opfer-Dualität zu heilen, um den Opfern klarzumachen, dass sie keine Opfer mehr sein möchten. Also im Prinzip das Überzeichnen, so ins Elend führen, dieses Opferdasein, bis man aufsteht und sagt, wir wollen das nicht mehr. Ja. Und gleichzeitig, und das fand ich bildhaft eigentlich sehr, sehr schön, den Tätern einen Spiegel vorhalten. Weil diese Dinger sind Schmarotzer. Ja? Die klauen uns die Lebenskraft, die klauen uns das Licht aus den Zellen. Ja? Und wenn ich halt diese Entitäten habe, die sagen, wir stellen uns an Gottes Stelle und bestimmen hier über die Schöpfung und gehen in die Gentechnik rein und kreieren so welche Biester und spielen mit so welchen Biestern. Wenn ich Schöpfergott mir anmaße zu sein und dann etwas schöpfe, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, dann haben die Morgellons nach ihrem Ebenbild geschaffen. Die sollen einfach mal da hingucken und in den Spiegel gucken. Ja. Gut, das fand ich eine sehr, sehr schöne... Ja. Und es geht aber nicht darum, diese Täter-Opfer-Beziehung umzukehren, dass wir jetzt sondern alle... damit aufzuhören. Sondern dass sich vor allen Dingen die Opfer emanzipieren aus ihrer Opferrolle, in die Angstfreiheit kommen und in die Bereitschaft kommen, Verantwortung zu tragen. Genau. Für ihr Leben und für den Planeten. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Harald Kotzfeller. Gerne.